So. Da wären wir schon wieder. Oh, mit dem Setup bin ich ein bisschen am Flimmern. Moment. Das können wir fixen. So, Kinas. Wir warten jetzt noch 10 Minuten, dann geht das Developer direkt los. Ich gehe mal davon aus, es geht was, eine Stunde bis 90 Minuten. Ich habe das fast vergessen. Hätte ich das heute nicht auf den Socials gesehen, hätte ich das total verpennt. Ja, gut. Premiere in 8 Minuten. Ah, guck mal, das ist, so eine Premiere, ist gar nicht live, das ist eine Premiere. Was, apropos 1000 ich habe in Neo jetzt auf Odachi gewechselt als Zweitwaffe. Finde für Neo 1 wirklich kein passendes Bild für mich. Ja, für mich, mein Bild, wie gesagt, mein Bild in Neo 1 war der Speer. Ich war am Überlegen, ob ich noch Schwert als Zweitwaffe nehme, weil das Schwert ähnliche Skillpunkte. Für das Schwert musst du, glaube ich, ähnliche Skillpunkte leveln wie für den Speer. Deswegen wollte ich das als Zweitwaffe haben. Aber am Ende bin ich komplett beim Speer geblieben. Und habe dann auch entsprechend komplett ein Bild nur für Speer gemacht. Am Anfang bin ich die ganze Zeit Warrior of the West Rüstung gelaufen. Und dann bin ich zu der roten Rüstung gewechselt. Mit den Hörnchen. Wie hieß sie nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ist die Rüstung, die der Typ trägt, der den komischen Spirit Tiger hat. Die gleiche Rüstung. Das Set habe ich getragen, weil das war ziemlich gut für Schwerkämpfer. Das war das, was ich benutzt habe zum Großteil. Und dann halt auf Mythic oder wie das heißt, Equipment Level hoch gepusht. Das war ziemlich cool. Und was auch ziemlich immer cool ist, für mich zumindest, in Neo 1 war, dass ich konnte immer, das hatte ich nämlich in Neo 2, hatte ich das Problem, dass ich das nicht konnte. In Neo 1 habe ich konstant fast jedes Kriegergrab, also du kannst ja die verstorbenen Spieler wiederbeleben und dann gegen sie kämpfen, auf eine Chance, deren Equipment zu holen. Und ich habe jedes einzelne Kriegergrab immer bekämpft. Ich hatte crazy Ressourcen, als wir das gespielt haben. Und so habe ich praktisch, ja, ich hab 0 Loot gehabt von Gegnern oder so. 100% meines Loots kam nur von den Kriegergräbern. Ne? Mein komplettes Set, alles. Alles lief nur daraus auf. Und dann habe ich die halt immer geupgradet. Und dann, guck mal, hier ist ein höheres Level von dem gleichen Set mit den gleichen Werten, die ich habe. Oh, wie passend. Das war so geil. Das war so geil. Dann konntest du die upgraden. Und ab einem gewissen, sobald ja die Rüstungen ein gewisses Set-Level haben, kriegen die ja auch Erfahrungsboni wie deine Waffen. Ne? Ich glaube, ab der grünen Farbe können die auch Erfahrungen sammeln und werden besser. Richtig, richtig cool. Voll geil. Mit der Rüstung habe ich mich nicht wirklich auseinandergesetzt. Rüste einfach das, was den höchsten Wert hat. Ja, ich hab einfach komplett ganze Zeit nur Sets benutzt. Ganze Sets. Grundsätzlich. Für bestimmte Boni, weil ich immer bestimmte Boni für meine Waffen haben wollte. Und halt, wenn die Boni, die du für manche Sets kriegst, sind so cool, wenn sie zu deinem Spielstil passen. Wollte ich da nicht aufgeben. So. Na, noch 5 Minütchen. Noch 5 Minütchen. Was habe ich mir eigentlich aufgeschrieben? Warte mal. Was wird heute auf der Xbox-Präsentation auftauchen? Ja, genau. Indiana Jones, habe ich ja schon gesagt. Avowed. Ich meine, Avowed ist halt dieses Ding von den Pillars of Eternity-Machern, ne? Wenn ich mich nicht irre. Nur halt so wie Skyrim. So ein Action-RPG. Dann haben wir noch Ara, History Untold. Das sagt mir gerade gar nichts. Dann Senua's Saga Hellblade 2. Ich habe Teil 1 noch nicht gespielt, aber Teil 2 sieht ja fantastisch aus und ist seit der Xbox One-Ära angekündigt und wird irgendwie nie erscheinen, habe ich das Gefühl. Mal gucken, vielleicht sehen wir mal das erste Mal richtig ein bisschen pures Gameplay. Weil alle vorherigen waren immer so ein bisschen gestellt. Dann halt das geheime 5. Spiel, von dem wir nicht genau wissen, was es sein wird.
Kann man die Rüstung beim Schmied auf den passenden Level anpassen? Ja, kann man. Das ist der Grund, warum ich konstant immer meine Setrüstung immer anhatte. Weil ich habe die immer weiter gelevelt, hochgelevelt. Und man weiß ja, die Kosten steigen exponentiell nach einer Weile an für diese Upgrades. Aber wenn du zum Beispiel einen Brustpanzer hast und diesen Brustpanzer mit einem anderen Brustpanzer upgradest, ist das günstiger, weil es die gleiche Art von Rüstung ist. Wenn du zum Beispiel wenn wir jetzt einfach beim Warrior of the West bleiben, beim Krieger des Westens Set, weil das ist das Set, das am meisten verbreitet ist in Neo 1, soweit ich das weiß. Ich habe das Gefühl, das ist überall. Ich habe das immer konstant gesehen. Und wenn du praktisch einen Brustpanzer vom Warrior of the West hast und einen neuen Brustpanzer vom Warrior of the West findest, der ein höheres Level hat, kannst du den benutzen und die Kosten sinken extremst, wenn du das gleiche Rüstungsset benutzt zum Upgraden, wie auch deine eigene Rüstung ist. Oder wenn du halt eine Banditenrüstung, Banditenarmschienen hast und die mit anderen eine andere Banditenarmschiene benutzt, um deine aufzurüsten, ist es auch signifikant günstiger. Also du musst halt, am besten benutzt du das gleiche Equipment zum Upgraden deiner aktuellen Rüstung, weil das halt krass günstiger ist, als wenn du eine andere benutzt. Deswegen musst du immer ein bisschen gucken. So, das ist der einzige Weg, wie ich das überhaupt bezahlen konnte. Weil wenn ich das nicht gemacht habe, es hat so viel Gold gekostet, ist crazy. Ich habe am Ende, also meine gesamten Ressourcen, entweder ist mein ganzes Equipment ist entweder komplett in Level gegangen, dass ich alle meine Ausrüstung, die ich nicht brauche, komplett geopfert habe beim Schreien für Erfahrungspunkte zum Leveln. Und zum anderen, wenn ich gemerkt habe, oh verdammt, ich brauche Geld. Du brauchst so viel Geld, wenn du das machst. Ne? Du brauchst verdammt viel Geld. Sämtliches Equipment verkauft. Alles zu Geld gemacht. Nicht auseinanderbauen. Nicht auseinanderbauen. Nur bestimmte Rüstungen. Etwas, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ist, wie du bestimmte Rüstungen selber herstellen kannst. Da habe ich ein bisschen Probleme mit. Also mit dem richtigen Crafting von Rüstungen habe ich mich nicht groß auseinandergesetzt, weil ich das nie so richtig hinbekommen habe und die Ressourcen immer knapp waren. Stattdessen habe ich halt gesagt, okay, ich crafte keine Rüstungen. Mache ich nicht. Ist mir zu viel Aufwand. Das Einzige, was ich mache, ist, ich upgrade einfach nur meine Rüstung, die ich habe, weil die hat die Werte, die ich mag. Ja, ich habe gesagt, okay, das ist eine Rüstung, die ist okay, so will ich die haben. Und dann pushe ich alles da rein, was geht. Und dafür dann entsprechend sämtlichen Schrott, den ich habe, verkaufen für Geld. So habe ich es gemacht. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Und von ein paar Leuten, die auch im Stream waren, haben mir auch erklärt, halt auf den höheren, wenn du ja New Game Plus spielst und dann ab New Game Plus kriegst du dann nicht mehr nur die grüne Rüstung, sondern auch die orangen Rüstungen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Bezeichnung dafür ist, aber das ist halt die nächste Raritätsstufe. Weil die ersten grünen Rüstungen findest du ja, wenn du den Hauptboss besiegst, den normalen Endboss besiegst, den Basis-Endboss von Neo, nicht die DLC-Boss, den normalen Endboss besiegst, dann kriegst du halt das erste Mal grüne Rüstungen, die halt auch Erfahrung sammeln können. Und orange kriegst du erst, wenn du New Game Plus machst, und die sind nochmal crazier. Und die brauchst du dann aber auch, um überhaupt überleben zu können. Weil das meiste von dem, was ich gehört habe, einer, der im Stream war, der war, glaube ich, bei New Game Plus 4, 5, 6, 7 oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ist zu lange her. Ist Jahre her inzwischen. Und er hat gesagt, ey, alles, was mich nur schräg ankommt, tötet mich. Egal, was für eine Rüstung ich inzwischen habe. Auf den Max-Level, du willst gar nicht mehr getroffen werden. Aber auf normalen New Game und New Game Plus, da kannst du auch tatsächlich noch ein bisschen auf HP gehen. Aber ich war beinahe komplett Glascannon. Ja, alles blocken, alles parieren und, los. So. 4K. Sollten wir doch hinkriegen. Das sollte meine Verbindung stemmen können. Aber ja, New Game Plus ist brutal in Neo.
So, ich muss ein bisschen runterdrehen. Ja, genau, ich habe schon gemerkt, es ist ein bisschen laut. Schauen wir uns an, was hier kommt. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie Indiana Jones aussieht. Ich bin sehr gespannt, wie Indiana Jones aussieht. Weil da haben wir bisher nur einen Teaser bekommen. May contain content inappropriate for children. Ja gut, dass keine Kinder hier sind. Oh, das ist wieder sehr leise. So ist, glaube ich, okay. Genau, oh ja, ist Obsidian, ja, das ist Avowed ist das Skyrim-Spiel. Ich hoffe zumindest ein bisschen cooles Gameplay zu sehen. Oh Gott, Todd. Bleib bloß weg. Überall, wo du involviert bist, sind zu viele Bugs. Ah, okay, das oben links, das kenne ich nicht tatsächlich. Von Oxide. Das sagt mir gerade gar nichts. Oh, Machine Games macht Indiana Jones. Das sind die Jungs, die Wolfenstein gemacht haben. Die modernen Wolfenstein-Spiele. Die guten wie auch die richtig schlechten. Ah, genau, ja, Pillars of Eternity. Ein CRPG, 2 CRPGs, die sehr, sehr gut sind. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Warum habe ich arabische Untertitel? Was zur Hölle? Ihr habt die deutsche. Frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. Arabisch kann ich leider nicht. We love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay and thoughtful reactivity. Wenn euch Baldur's Gate so simpel ist, dann spielt Pillars of Eternity. We set out to blend the believable and fantastical, to give players a world and experience like no other. Also das sind auch die, die Fallout New Vegas gemacht haben. It's one of the most incredible settings in einem Jahr. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the Fangen wir mit world. Avowed an. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel. Es sieht wirklich aus ein bisschen wie Skyrim, nur ein bisschen. Das Kampfsystem sieht ein bisschen besser aus. Weil Skyrim ist sehr, wie alle Bethesda-Spiele sind sehr clunky. Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, aber die Kampfsysteme von Fallout und Skyrim und die anderen Elder Scrolls Spielen sind richtig, richtig scheiße. And abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. Okay. Ich mag das Magiesystem, das sieht cool aus. Oh, du kannst Gegner ranziehen, das gefällt mir, das ist geil. Ich frage mich, wie sehr du dich auf ein Zauber und wie sehr du dich auf ein Bild fokussieren musst. Oder ob du sehr Free-Flow sein kannst. Ich mag Lizardmen in Spielen. X-Mission ist immer cool. Oder wollte ich parieren? And others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. Flintlock-Pistolen? Play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the das Kampfsystem ist jetzt schon 1000-mal besser als Skyrim. Weil du coole Rush-Fähigkeiten hast und so weiter. You could use your enchanted wand to freeze enemies and then use your offhand weapons power attack to shatter them. Nice. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold. Das Kampfsystem ist jetzt schon so viel besser als alles, was Skyrim jemals konnte.
Players will have ample choices Witzigerweise, on how to build Skyrim and gehört progress jetzt auch their own Microsoft. point in the world of the living lands Weil das Spiel as they sollte ja get to eigentlich know der the game Skyrim, and the story and ein explore the Skyrim-Gegner many diverse werden. regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences, like this side Aber quest schön you sieht es may aus. encounter Schön in sieht es aus. Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine Ich weiß who, tatsächlich if nicht, ob es anyone, Open is World at ist oder fault. linear. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players Oh to ja. make tough decisions Das in ist complicated typisch. Das ist typisch situations. Obsidian, ey. My squad and I. Wenn du glaubst, du rested in tust the das cave by the Richtige, water tust du es in last Wirklichkeit night, nicht. And as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorops. I was so surprised, and it was so dark. Sehr, sehr viele I just got Grauzonen. separated from everyone else. Ich bin gespannt, ob die auch wieder coole Konsequenzen einbauen. Für Sachen, die du Stunden But I oder have to Tage know if vorher anyone gemacht else hast. made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is Seine he not Frisur here ist so ein with you? bisschen wie What der, happened? At the end of the quest, Oh, you have a wie heißt er, choice. Killmonger When you oder so? confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Standard Obsidian-Kram. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel Die haben ja rich, gesagt, die wollen. weird, Das Spiel and spielt ja wonderful. im Universum von Pillars We of found Eternity. inspiration in a wide Und swath die of haben gesagt, real-world also, cultures, dass Teil 3 helping von us Pillars of create a Eternity unique nicht unmöglich RPG ist. experience. Der Grund, warum es keinen Nachfolger Contrasting gab the von Teil vibrant 2, with ist, weil the Teil dull 2 sich einfach or nicht gut verdant genug spaces verkauft with hat. sickly ones, we can Ich better glaube, es hat mit dem deliver Piratenthema zu complex tun, auf das sie so emotional gesetzt haben. experiences for our players. The Living Lands Teil 1 is a war deutlich continent beliebter. of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the Pilze. regions have a lot of special things Mushroom associated with them, Kingdom. but I have a Vielleicht finden deep wir Mario place in my dort. heart for Ich habe den Shatterscarp. Mario-Film bis heute noch nicht gesehen. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, Oh, cool. there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. Oh, schade, ihr wiederholt Gameplay. Aber gefällt mir gut. Der erste Eindruck ist sehr, sehr gut. Ich frage mich, wie das mit den Pistolen ist, wie lange es dauert nachzuladen, weil das sind ja so Flintlock-Pistolen. Boah, Alter, was ist das denn bitte wie ein... Holy shit. Wie geil sieht das denn bitte aus? Oh mein Gott. Da habt ihr euch den Hintergrund ausgewählt, ey. Da muss ich nachher einen Screenshot von machen. Oh, kommt im Herbst raus. Cool. Okay, das waren nur 10 Minuten. Das war ziemlich kurz. Ich vermute, die werden die meiste Zeit mit Indiana Jones verbringen. Ja, was ich von dem Spiel halten soll, weiß ich noch nicht. Sämtliches Gameplay sah sehr langsam und cinematic aus.
ein bisschen zu cinematic. Weißt du, das Problem, was Santa Hi, Monica I'm hat Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. und Naughty We're now in Dog. the final months of development on Senua's saga Hellblade 2. Vor allem Naughty And the Dog. team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique Jetzt in world and The her Last of battle Us for hätte ich survival. gerne viel Where we mehr have once again combined high fidelity aktives and Gameplay immersive gehabt, aber presentation stattdessen waren immer sehr with a viele shorter, Zwischensequenzen. narrative-led Teil 1 war experience deswegen that besser als Teil focuses on the 2. things Teil that 1 hatte we ich mehr really care about. machen lassen And that we als Teil hope 2. you Teil 2 hatte ich care sehr about too. oft praktisch gestoppt, um eine Zwischensequenz zu machen. Ich habe Teil 1 von dem Spiel auch noch nicht gespielt. She wants to stop the Vikings who raided her village. Oh ja, right sie at the hat einen source Game in Award Iceland. bekommen für ihre Performance But in not Teil just her 1. quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her Sie ist ja constant tatsächlich in einem companions, she Mocap-Suit encounters new zu people der along Verleihung the way, gegangen. some of which will value her unique perspective and others who will reject it. Das war noch bevor die Little by von little, Microsoft gekauft worden this sind. settlement became my tribe. Die wollten mit dem ersten Teil beweisen, dass ein kleines unabhängiges In the Studio game, ein Senua Spiel arrives in 10th in century AAA-Qualität Iceland on the trail of the abliefern Vikings kann. who have been enslaving her people. Und zumindest In the visuell haben story, sie es we're trying to hingekriegt. be Vom as Gameplay her weiß ich es faithful nicht. Ich to habe es noch nicht history as we gespielt. can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Ach, die nordischen Zombies. Die Drauge. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. Ich habe letztens den ersten Teil in der Hand. Auf der Hülle wird tatsächlich damit geworben, Senua is a Celtic auf der Hülle warrior wird who tatsächlich damit geworben, experiences dass psychosis. die Entwickler von Seeing things that DMC other sind. Ich people meine, don't, stimmt zum hearing Teil, voices, aber and trotzdem having etwas unique kritisch. beliefs about the world Ja, around das ist das her. To andere bring Senua's DMC. perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, andere DMC. as well as people with lived Mit experience Don'te of und psychosis. Virgin. What does that mean? Ich habe jetzt letztens wieder Diskussionen darüber Players will gesehen, find themselves traversing beautiful and hostile dass halt environments, im seeking Endkampf answers from der patterns and einzige signs weibliche that Senua Charakter sich in sees einer her own Mülltonne unique way, versteckt, and battling bis through der Kampf encounters vorbei with ist. enemies that will push Senua to her limits. was alles sagt. Und in der Definitive Edition haben die wohl das Ende angepasst, dass du siehst, wie Dante am Ende ganz langsam seine Hand Richtung On Arsch von der Saga, we've Frau taken bewegt, everything to the next level. um sie zu begrapschen. With a new motion capture space, Und dann kommt der a Schnitt. bigger stage team, a stunt crew and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to Das bring war im into Original this wohl nicht fight. so. Erst in der How can we Definitive make this Edition. fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. Okay, neue Kampfsystem. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. Der Hitz It dann does feel ist very sehr different lange, hast du from the first gesehen? game, but it's very brutal Vielleicht ein and you're bisschen zu lang. very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Ich muss sehr an The Witcher 3 denken. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing. Look her, es gibt so ein and ähnliches Feeling. She really doesn't need much help from me. Nur mit weniger Farbe. On stage, So als our ob die aus main Witcher focus 3 is sämtliche storytelling. Farbe entfernt So haben. I get Die to wollten watch the wahrscheinlich so ein actors and see sehr, all the beautiful expressions on their düsteres, faces. sehr And then düsteres I have to Universum wait a little machen. while, and then I get to see that all again in game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief Ich muss and gerade daran pull you denken, into Senua's story. sie sieht so, von hinten sieht sie fast aus wie Aloy aus We were Horizon lucky Zero enough to Dawn, do a nur few reference ihre Haare sind gathering inzwischen trips grau in geworden. Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, Oh ja, das Yeah, ist der Ort, wo that Kojima works, seine that's Bilder amazing. gemacht hat für Death Stranding. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. Ja, stimmt, die Frau hat irgendwelche komischen Stimmen.
These voices come to life through binaural audio, Das habe which ich auch gehört. In Teil provides 1, a wenn good du mit Kopfhörern representation of spielst, this type es of soll voll auditory super crazy sein, hallucinations. weil du manchmal As we Stimmen focus hinter on dir hörst und du glaubst, ein immersion, Gegner ist hinter dir. binaural audio Aber dabei waren es nur die is Stimmen in perfect for ihrem this Kopf. because through Das ist halt headphones, ziemlich cool. you surround yourself in a three-dimensional Hat space. sehr gutes Sounddesign In the gehabt. first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you, and it's a very beautiful experience. Ich bin froh, dass sich Entwickler mehr auf Sound konzentrieren. Das ist etwas, was in den letzten paar Jahren immer so ein bisschen untergegangen ist. Dabei ist Sound so wichtig in Videospielen. Wenn er schlecht gemacht ist, dann fällt das auf. Wenn er gut gemacht ist, fällt es nicht auf. Das ist das Problem. Weil das trägt so viel zur Atmosphäre bei. Sei es Musik, sei es einfach nur atmosphärisches Ambiente oder irgendwelche Stimmen, die du in deinen Kopf hörst. Alles ist wichtig. Weil das war diese Performance, das ist die Performance von den Game Awards. Die habe ich ja geskippt. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all die benutzen creates a very immersive and a ASMR-Mikrofon very dafür. special and Jetzt unique verstehe ich. experience. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character Das and ist they das can allererste then Mal, understand that dass ich person jemanden better. sehe, der tatsächlich diese Well, zwei I don't want to sound cheesy, Haarknollen but in a way als I'm Frisur Senua, hat. right? Ne? Das habe ich She noch nie exists and gesehen, außer doesn't in exist through Anime all oder of in our anderen work, Zeichentrickserien through oder so every habe ich das nur ninja. gesehen. So Aber ich habe noch nie gesehen, we ich habe all noch nie are Senua, and wirklich jemanden gesehen, we der are so eine creating Frisur this trägt. character that grows and grows and Versteht grows ihr? and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create Ninja a Theory game noch that is great irgendwas to play, anderes gemacht, but seit to die mit diesem craft an Spiel angefangen haben? Ich glaube experience nicht. Ich habe das Gefühl, die sind die ganze and Zeit nur an feeling. diesem Spiel am From our Arbeiten. combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. Oh, die haben Disney Infinity gemacht. Und Bleeding Edge. Oh, Bleeding Edge war dieses Online-Service-Game, das komplett gefloppt ist. Das ist so untergegangen. Leute, ich habe schon vergessen, dass es überhaupt existiert hat. Oh, Square Enix. Okay, das ist das geile 5. Spiel. Das ganze Spiel ist mit KI gemacht, pass auf. Square Enix hat ja gesagt, die wollen massiv in KI-Technologie investieren. In den neuen Spielen von den Foam Stars ist schon KI-generierte Kunst drin. Oh, ich glaube, das ist das neue Mana-Spiel. Ja, dann die Pogo-Push oder wie sie heißen. Das ist das neue Mana-Spiel, das wir schon mal kurz gesehen haben. ファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに、個性豊かなキャラクターたち。Ich finde die Artworks von diesen Spielen so geil. Vor allem das erste Mana. Guck dir, oh, wie geil das aussieht. Das habe ich noch auf dem Super Nintendo gespielt. Ihr habt 17 Spiele gemacht? Oh Gottes Willen, was sind denn die alle erschienen? これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して Genau, im Englischen heißt es, im Japanischen heißen die Seiken Densetsu. Heißt die Spielserie in Japan. Bei uns heißt sie die Mana-Serie. シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。
Okay. Sieht aus, als könnte man R-Kombos machen. Ist ein bisschen langsam, ne? Also ist das kein Devil May Cry. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du da einige wilde Sachen machen kannst, wenn du ein paar coole Skills gesammelt hast. Das gefällt mir auf jeden Fall. Der erste Eindruck ist gut. Hello, I am Koichi Ishii from Grabs. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. Ich glaube aber, Mana ist nicht exklusiv Xbox. Ich meine, das kommt auch auf der PlayStation raus. Das wäre sehr komisch, wenn Xbox sich Exklusivrechte für Mana geholt hätte. Das sind alles Monster, die gibt es seit dem allerersten Mana-Spiel. 聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いてこれまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと Oh ja, ey, diese blöden Pogo-Pushes, diese gelben Dinger, darfst du echt nicht unterschätzen. Viel gefährlicher als nach was sie aussehen. 今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。 Ah, du hast Reittiere. Es sieht aus, als ob es so ein bisschen semi-open-world ist, ne? Du hast so große Gebiete, die du erkunden kannst, aber dann geht's wieder... Da wird's wieder zum Schlauch. Und dann kommst du wieder ein neues Gebiet, das kannst du wieder ein bisschen erkunden, dann wird's wieder zum Schlauch. So kenne ich zumindest die alten Mana-Spiele, die waren sehr semi-open-world-designt. 見た目アルマジュによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。 Ich weiß nicht, ob ich ihn als flauschig ansehen soll oder als sehr stachelig ansehen soll, so wie er designt ist. Der Hund. 最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。 Vielleicht ist das nur einfach so ein Ding von mir. Wenn wir zum Beispiel Final Fantasy nehmen, ich mag die Musik von, jetzt nehmen wir mal ein gutes Beispiel, Final Fantasy VII. Ich mag die Musik vom Original Final Fantasy VII mehr als die von dem Remake. Weil die im Remake ist zwar, oh, hier epischer und größer und bombastischer, aber irgendwas fehlt, finde ich, von der Magie. Wenn du alles so crazy mit einem Orchester machst, ich weiß nicht, ein bisschen geht was verloren. Du gehst so ein bisschen in diese Filmmusik, in dieses Filmmusik-Territorium rein. Und dann, wenn du es nicht gut hinkriegst, dann es fehlt einfach irgendwas. Ich hab's meistens lieber ein bisschen simpel. Aber ich bin auch so ein Typ. Genau, die MIDI-Soundfiles, die fehlen mir. Ich meine, ich bin damit groß geworden mit dieser Art von Musik, vielleicht deswegen. Ich liebe die Art von Musik. Aber hätte ich zum Beispiel auch der Soundtrack von Hollow Knight, ne, dieses 2D Metroidvania, wo diesen kleinen Käfer spielst. Ja? Das ist komplett Kammermusik mit halt ein paar wenigen Instrumenten. Aber der Soundtrack ist halt so geil. Ja, das zeigt, du kannst coole Musik damit machen, aber ich finde gerade diese großen Unternehmen, die oft schießen die am Ziel vorbei und verlieren ein bisschen von der Seele, vor allem wenn es Remakes sind. Gerade die Musik stört mich so oft. Diese Neukomposition, die
Irgendwas fehlt an denen, was mir beim Original immer mehr gefällt. Aber es ist halt auch super schwer, ikonische Musik herzustellen. Oh, schon, es kommt schon im Sommer raus. Holy shit. Das ist früh. Das Spiel wurde ja gerade erst mal vor ein paar Monaten angekündigt, auf den Game Awards, meine ich, oder? Okay, Oxide, da habe ich gar keine Ahnung von, was das ist. Scheint irgendwie was so asiatische, chinesische Mythologie oder sowas zu sein. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Our History Untold is the game we've dreamt of making. Ara is an homage to historical ich verstehe. gamers, Nein, ich weiß strategy okay. gamers, Okay. 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll Das sind explore the world, die machen ihr expand your eigenes, nation, die wollen ihr govern your eigenes, people, and engage with your rivals on the international stage. die But wollen it ihr isn't eigenes just more of the Civilization same. und With Ara, we wanted to challenge some of the Total War preconceived machen. Das notions ist so, about das so, the ja, genre. das ist so halb Push it forward in a Civilization, modern, halb Total War. empowering, and truly compelling and approachable way. Aber halt so ein Ding For in der example, Mitte, we have over 100 instruments on zumindest so display wie in es the aussieht. office, which are all things that we purchased in order Deswegen weiß ich nicht, ob du, to add to the soundtrack. ich glaube, damit machst du weder die Civilization Crowd Expand the glücklich, game noch die and make Total it War really Crowd. good. Aber die, Hi, jetzt, wo ich Dan. drüber nachdenke, die Total War Crowd, That's die ist ja Dan. momentan We started in extremst his basement. unglücklich, wie Creative It's Assembly been mit an den Total amazing War Spielen process to see umgeht. from concept to completion. We started small, Also building a die haben eine robust gute game Chance, engine, wenn die sich questioning nicht our design vermasseln. assumptions and prototyping out features, rediscovering what made us fall in Das love sieht with mehr aus strategy wie games in the first Heroes of place. Might and Magic. The end result Mit is diesem Ara, the Overview. historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the Ja, most es ist mehr prestigious Civilization, nation on the glaube ich. planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices. Diese while Grand still Strategy having Games, agency over ich their versuche playstyle. regelmäßig We also wanted to offstream ab explore und zu mal in die more in different reinzukommen. parts of history and give Ey, players ich from weiß nie, was around ich the tue, ne? world Ich the bin chance immer to so see the komplett game ohne reflect Plan. their unique perspective and not just ours. Ich habe meistens nur mal Cypher-Versionen gespielt. Vielleicht soll ich mal eine historische spielen, wie halt Civilization. They need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and Die können wir immersive direkt, space, a direkt blank jagen für canvas for Elfenbein, players to paint the society die of their Elefanten. dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our Das philosophy wird bestimmt of eines von rule diesen how Spielen, wo you du halt, want ach, ich to mach noch rule. einen Turn. And Ich no mach noch feature einen better Turn. Aber es ist noch exemplifies ein this Turn. than the prestige system. So wie Civ To win a game funktioniert. of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of Ich leader verstehe they nie, want. wie du die Ziele in diesem Do they Spiel want to erreichen sollst. pursue Ich bin great so works immer of ich arts bin and komplett culture? ziellos in diesem Spiel. Military might. Scientific advancement. The choice is theirs. Oh, du hast Mechas? Das sind Gundam In Ara, Robots? there are no Transformers set habe ich da victory gesehen? conditions. What Players the get to fuck? decide what is most important Wie to weit in die them Zukunft geht and das? focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, Okay, but also worth it, Wunder. giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of Ara that Ich I'm glaube, Civ personally funktioniert auch excited so, about is our crafting dass wenn du ein system. Wunder baust, die Crafting anderen, system offers a unique die challenge gegnerischen to the Nationen player können die that dann they nicht mehr generally bauen. won't see often in the 4X genre. Succeeding at Und balancing, nur du gathering kriegst the dann die right Boni, things, turning them into die the dann tools geben. that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph
just changes the challenge that Aber exists in Aura compared to sehr other unterschiedliche 4X Spiele, games. ne, die hier vorstellen. Crafting plays out in Aura at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Aura encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collected decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's Allein wenn ich schon Sachen wie Action-RPG spiele, wie, keine Ahnung, Diablo, Path of Exile, Grim Dawn oder wie sie alle heißen, ne? Ich habe nie einen Plan. Ich level einfach los und ende dann da, wo ich halt ende. To predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Aura, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, Ich will als Anführer einen Koch haben. Each leader der in sich Aura has a number of der special sich darauf abilities determined spezialisiert by their hat, personality Frittiertes traits, zuzubereiten. as well as a powerful and unique Das leader wäre mein trait idealer informed Anführer. by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders Bin that they will möglicherweise want to gerade ein play. bisschen hungrig. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Aura for, you. Building the game alongside nicht für mich, real sorry. players has Hast du given leider us that Pech gehabt, critical Kumpel. player feedback. Ich In the befürchte, end, das ist kein we Spiel believe für this mich. makes for a deeper connection between the players and the game. Aber ich finde es gut, One of dass my favorite Civilization mal einen Gegner examples is when we bekommt, first introduced weil das ja the so ein bisschen der concept of dangerous Platzhirsch auf wildlife dem to the Markt, game. It was turns out, zumindest in our hier first iteration, it was maybe a historische little Grand bit too Strategy Games aggressive angeht. or disruptive. Was hast We du? knew Du we hast should Anno, probably du make a hast, change du when hast one of our insiders Civilization made a forum post that was just Cougars, und das sind die zwei großen. someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. Gott, die Viecher, ich kenne die verdammten Cougars noch aus Red Dead Redemption 1, ey, wo die aus dem Nichts kommen und dich instant killen können. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Aura is only the beginning. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Aura and to create your own history. Auch Herbst, okay. Mir ist gerade wieder eingefallen, wie viele Spiele diesen Februar schon rauskommen sollen. Oh Gott, ich krieg schon Panikattacken. Ich lese immer Devolver Direct. Ich bin so gestört. Das ist nicht Devolver. Das ist Developer. Aber ich mag Devolver. Devolver ist so ein crazy Haufen. Ich liebe ja deren Präsentation, wenn sie welche machen. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Jetzt bin ich gespannt. Wie sieht Indiana Jones aus? Ich habe erwartet, dass es das letzte Spiel wäre. Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. Den neuesten Film habe ich noch nicht gesehen. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, Todd, was hast du angestellt? Lass die Leute bitte ihre Spiele machen. Bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like and the story, what ich nenne ihn ja Todd Howard. After, what period of his life it was in, what kind of arc he was going to have.
And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world? Ich kenne Leute, die beschweren sich immer noch heute über ihn, weil die Terminator-Spiele, die Bethesda vor vielen, vielen Jahren gemacht hat, alle scheiße waren. Und wer da war einer der Hauptprogrammierer? Todd Howard. Die haben bis heute Rachegelüste auf ihn, wegen diesen Terminator-FPS-Spielen. And they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. Oh Gott, wie viel Bugs hat Todd Howard von Bethesda mitgebracht? Ich mach mir Sorgen. Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing. Du bist im Boden eingegraben, oder? You're wondering if maybe you should have Frage. built yourself a life Harrison Ford oder nicht? instead of Ich sag nein. dead and forgotten Ich sag, es ist nicht das Gesicht von Harrison Ford. of Africa. Weil Harrison Ford does not give a shit. Ja. Nah genug dran, aber Also zumindest hat er einen coolen Hut auf. Myths. History. Just different ways to interpret the past. Nur wilde Kultisten. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. Just waiting. Okay, das wird wohl hauptsächlich First Person sein, aber es wechselt auf Third Person für Zwischensequenzen. Can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Ja, jetzt hat man es besser gesehen. Wirklich Indie ist es nicht. Throughout history, ja, für mich auch. Harrison Ford ist für mich Indie. Absolut. Great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Ist halt so, als ob du Indie genommen hast. Ist als ob du Indie genommen hast und I've had run-ins with these guys before. Trust me. Und vergessen, ja, als ob du Indie genommen hast und dann jemand mit einem Vorschlaghammer so lange auf sein Gesicht eingeschlagen hat, dass er anders genug aussieht, damit man Harrison Ford nicht mehr bezahlen muss. Das ist die Art von Indie, die wir haben. Also was dieses Special Event, das viele Streamer streamen, das ist das, wie heißt es? Oh Gott, ich vergesse den Namen. Xbox Developer Direct ist das. Ist immer in der Regel einmal oder zweimal im Jahr. The Great Circle. Aber das sind auch Spiele, die auch für PC erscheinen werden. Also ist nicht Xbox exklusiv. Also es ist Xbox exklusiv, aber die kommen halt auch für PC raus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Mana-Spiel von Square Enix kommt auch für PlayStation raus. And he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Bester Indiana Jones Film für mich ist immer noch Teil 3. He's a brilliant archaeologist. He's a charismatic everyman. Ja genau, das scheinen Spiele zu sein, die dieses Jahr rauskommen werden. Also hier Indiana Jones, das wir gerade sehen, das Mana-Spiel von Square Enix. Avowed, das so ein bisschen von Obsidian ist, das so ein bisschen wie Skyrim ist, aber mit coolerem Combat. Und dieses Ara-Spiel, das so Grand Strategy ist, so ein bisschen wie Civilization. Zu Üst kann ich gar nichts sagen. Ich spiele hier gerade nebenbei mein erstes Üst-Spiel. Üst Origins ist mein erstes Üst-Spiel und ich kann da noch nicht viel zu sagen. Ich stolper so ein bisschen durch Üst Origin. Das Kampfsystem, kennt ihr
Riddick Escape from Butcher Bay, das hat ein richtig cooles Nahkampf-Melee-System. So wie er geboxt hat, so vom Look her sah das so aus wie dort auch. Das war noch ein cooles Spiel. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. Ich frage mich, ob... The mysterious giant of a man Ich bin mir ziemlich sicher, das Spiel kriegt eine deutsche Vertonung. Ich bin gespannt, ob Indiana Jones die deutsche offizielle Stimme von Indy bekommt, also von Harrison, die deutsche Harrison Ford Stimme. Das würde mich interessieren. Weil das ist etwas, was ich mir gut vorstellen kann, weil das ist nicht allzu teuer. Im Vergleich zu Harrison Fords Gesicht und seiner Stimme. In den meisten Kategorien auf Platz 1 in der Rangliste auf Xbox, okay. Warum kriege ich immer die Crazies hier rein? Warum habe ich immer diese Extremisten, die immer irgendwie in den Top 10 von irgendwelchen Ranglisten sind? Oder New Game Plus 7 von irgendwelchen Souls-like oder so? Ich komme mir vor wie so ein Weichspüler. Das sah verdammt cool aus. Die Flüssigkeit sah sehr cool aus. Wie es gespritzt ist. Du übst heute das Tech-Angriff. Ich bin immer schuld. Immer ist der Streamer schuld, verdammt. Peitscht mich aus. Ich hoffe echt, du wirst dann... Weißt du, was ich an sowas... Das ist etwas, was ich an Uncharted mochte, auch wenn die Puzzle ja relativ simpel waren. Aber in Uncharted mochte ich es sehr, dass du so ein Notizbuch hattest. Du konntest es aufmachen, da hast du halt deine Notizen gesehen und halt Informationen zu dem Puzzle und so weiter. Ich hoffe, sowas Ähnliches kommt dann auch hier rein. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, natürlich, the snow-peaked Himalayas and beyond. Ich hoffe, ich kann mit einer Peitsche die Gegner entwaffnen oder so. Das wäre richtig cool. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. Und natürlich ist ein Zeppelin dabei. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the original composer for the Indy films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. Hier sind wir bei dem Thema wieder, was ich vorhin erwähnt hatte. Mit der Musik. Es ist so schwer, ikonische Musik zu machen. Ne? Ich frage mich, ob du überhaupt den berühmten Indie-Song reinmachen. Ja, ne? Ich frage mich, ob wir das überhaupt reinmachen können. Ich habe echt das Gefühl, so alle, die das Spiel dann spielen werden sofort Copyright-Strikes abbekommen von irgendeiner Filmfirma. Das habe ich ja schon gemerkt, als ich Ratchet & Clank gespielt habe, das Remake von Teil 1. Ich habe so viel Strikes bekommen, das ist crazy gewesen, weil das gleichzeitig auch ein Film war. Ich musste so viel aus den Worts rausschneiden, das ist bekloppt. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fine. Oh, britisch? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. Ich wette, die gebrochene Nase bei ihm ist garantiert Indy gewesen. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every Indy adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. Wie die Leaks berichtet haben. Okay, also der Name war echt. And we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth and gunplay. How you approach any given situation. Oh, okay, nice. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and ja genau, Deutscher muss Bösewicht sein bei den Amis, genau, absolut. Jedes Mal. Indy's most iconic tool.
Ist immer, wenn die Amis was machen, ist immer entweder ein Deutscher, ein Russe oder irgendwas aus dem Nahen Osten. To make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Nazis, Kommunisten, Terroristen. Das ist immer eins von den dreien. Mehr können sie nicht. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of ich frage mich, ob wir in dieses Riesenlagerhaus gehen, wo auch die small secrets and hidden puzzles that blend right aus in Teil with 1. their surroundings. One thing I love ja, so Polly, du bist kein Fan von First Person, ne? We have this world of mystery where anything could ist immer riskant. Ist immer riskant, weil viele mögen First Person nicht. Viele wollen ja ihren Charakter sehen. Oh, you gotta be kidding me. Es sieht aber auf jeden Fall gut aus. Ich bin gespannt, wenn wir ein bisschen mehr Gameplay sehen, mehr praktisch wie der richtige Gameplay-Loop ist. Den haben wir jetzt hier nicht wirklich sehen können. Aber das scheint echt ein Ding zu sein von Erkundung, dann Rätsel lösen und dann halt wahrscheinlich ein paar Action-Sequenzen. Also wie die richtigen Indiana Jones-Filme auch. Oder wie ich vorhin gesagt habe, wie die Uncharted-Spiele auch. Die sind auch so ein bisschen. Gut, dass du Ghost Runner erwähnst. Ich muss mir das aufschreiben. Ghost Runner ist eines der Spiele, die ich auf jeden Fall spielen will. Ghost Runner. Weil das kam ja auch. Da kam jetzt vor kurzem auch Teil 2 raus. Oder kommt in Kürze raus? Ich bin mir gerade nicht sicher. Todd? Hast du das gesehen? Todd hat schon wieder was geklaut. Unglaublich. Ist schon draußen. Ah, okay. Ein weiteres Spiel auf dem Backlog. Ihr müsst aufhören, gute Spiele zu erwähnen. Ihr bringt mich noch um. Wie soll ich denn jemals den Backlog abarbeiten, wenn ihr ständig neue Spiele drauf packt? 2024. In den Leaks stand late 2024. Also wahrscheinlich Herbst, Winter. Wahrscheinlich nur. Ich sag November. Ich sag November kommt Indiana Jones raus. Waren wir schon alle? Habe ich dich verzählt? Moment. Mana. Indiana Jones. Avowed. Senua's Saga und Ara. Das stimmt, wir haben 5. Verdammt, ich kann nicht zählen. Gott, ey. Jeder Goldfisch hat ein besseres Gedächtnis als ich. Ich glaube echt, ich habe mein ganzes Gedächtnis kaputt gemacht mit Zucker und Koffein. Alles langsam über die Jahre weggebrannt, deswegen habe ich nur noch 2 Gehirnzellen übrig. Multitasking für mich ist ja fast unmöglich. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. Ja, insgesamt hat mir gefallen. Also ich bin gespannt für Avowed. Das war sehr cool. Das Kampfsystem ist deutlich besser als alles, was Skyrim jemals liefern konnte. Indiana Jones gefällt mir auch. Ich bin gespannt, wie die Erkundung sein wird, aber das scheint tatsächlich mehr ein lineares Ding zu werden mit Indiana Jones. Während Avowed wohl mehr Open World ist. Und das Mana-Spiel scheint ja mehr so, Visions of Mana scheint ja mehr so semi-Open World zu sein. Mit großen Gebieten, dann wieder Schlauch, dann wieder großes Gebiet. Ja, Ara History Untold ist nichts für mich, ich bin ja nicht so der Civilization-Typ. Und Senua's Saga, da muss ich erstmal Teil 1 spielen. Ja, Kinas, das war so viel dazu. Es war okay, ne? Es war okay. Schade, dass... Weißt du, ich persönlich hätte mir, glaube ich, auch gewünscht, dass man mit Indiana Jones Third Person hätte. Dass du in der dritten Person spielst, dass du ihn sehen kannst. Und, dass du dann mit seinem... Er hat eine Peitsche, ne? Dann kannst du halt cool herumschwingen. Du siehst, wie er am Schwingen ist.
Ich glaube, das würde sogar besser funktionieren. Aber gut, die haben sich für First Person entschieden. Was willst du machen? Was willst du machen? Gut, Kinas. Ansonsten, ja, Avowed ist sehr geil. Das ist eigentlich genau mein Ding. Aber ich glaube nicht, dass es ein Spiel für einen Stream oder so sein wird. Das ist ein Ding, das ich wahrscheinlich off-Stream spielen werde. Weil diese großen Open-World-Games, für mich sind die anstrengend zu streamen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt interessant genug ist, weil das ist so ein Ding, ich befürchte, das sind so 100-Stunden-Spiel. Das behalte ich für mich selber. Na gut, Kinas. Das war's erstmal für heute. Wir machen hier erstmal Schluss, denn ich muss morgen leider noch arbeiten. Wir machen morgen damit Ys Origins weiter. Ich hoffe zumindest morgen oder übermorgen damit auch durchzukommen, weil wir sind ja schon in der zweiten Hälfte des Spiels, zumindest glaube ich das. Und da machen wir dann morgen da weiter. Und wenn alles nach Plan läuft, habe ich Sonntag meine PlayStation 5 wieder. Dann können wir uns da wieder ein bisschen in die Character-Action-Games wieder reinknien, die wir eigentlich zocken wollten. So sieht der Plan aus. Ansonsten, ja, danke fürs dabei sein, danke fürs Chatten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Follow da. Wie gesagt, morgen geht's weiter. Und dann schauen wir mal. Ob wir Ys Origins dann auch durchspielen können. Oder Ys Origin, nicht Origins, meine Güte. Schauen wir mal, ob wir es durchspielen können. Ja, dann, jo, schönen Abend noch. Bleibt nicht in Steh stecken, denn ich werde es. Ich bin immer noch zugeschnallt. Ich hoffe, ich schaff's morgen aus der Garage raus, ey. Ja, es kommt, wie es kommt. Ja, hoffentlich bis zum nächsten Stream. Bye!